Damen und Herren, wir überfahren den Nil. Wir möchten euch heute wieder herzlich willkommen heißen bei Laila und Tour bei uns, bei unserer Reise durch Afrika. Heute sind wir nämlich im Merchants National Park, einem der berühmtesten Nationalparks in Uganda. Und wir sind Yvonne und René. Na dann, auf geht's. Und wer es noch nicht weiß und kennt, wir sind mit unserem Toyota Land Cruiser Tempo seit Anfang 22 auf diesem Kontinent unterwegs hierher, also seid gespannt, was heute so passiert. Abonniert am besten unseren Kanal, aktiviert die Glocke und schon verpasst ihr keine der neuen Folgen. Da unten sehen wir wieder ein Stück des Nils und das ist vor allen Dingen der Parkeintritt zum Merchants Fall National Park. Hier ist das Ticket Office und hier werden wir jetzt mal gucken und horchen und fragen, welche horrenden Ticketpreise sie uns abnehmen werden. Ganz klein. Ganz klein. Ganz klein. Harte Verhandlungen werden jetzt geführt. Ich kann euch eins sagen, seid froh, wenn ihr in Deutschland seid. Da kann man in Nationalparke gehen, muss da nichts bezahlen. Da kann man einfach ein bisschen spazieren gehen, wandern gehen. Da gibt es aber keine Löwen und keine Giraffen und keine... Hier muss man auf den blöden Wald bezahlen. Ja, das stimmt. Das war ja jetzt eine schwerere Geburt. Aber wir dürfen jetzt reinfahren. Das war jetzt aber auch eine schwere Geburt. Haben wir es mal richtig gezeigt. $240. Schnäppchen, mal um den Wald spazieren zu gehen. Die wollten uns $60 abnehmen, am Butch und Marisha aber, weil das Auto größer wäre und die andere Kategorie wäre $150. Ohne Sinn und Verstand, weil da sitzen ja auch nur 2 Leute drin. Und jetzt haben wir lange gekämpft und diskutiert und jetzt dürfen wir alle für $60 rein. Aber jetzt bleiben wir da für 2 Nächte. Das findet mein Mann total scheiße. Aber ich find's gut. Weißt du, vor einer halben Stunde haben wir noch draußen zusammen gesessen mit Marisha und haben darüber gesprochen, Einhaltung des Reisebudgets und sowas, ja. Und keine 30 Minuten später eskalieren sie komplett. Also, nee. Aber ein Nationalpark ist doch sowas Schönes. Da müssen wir morgens früh so früh aufstehen. Du magst doch frühes Aufstehen. Ja, hast du irgendeine Ahnung, wo wir hier hin müssen? Wir sind Erstmal fahren wir jetzt völlig unvorbereitet. Wir haben es geschafft. Wir sitzen in der Red Chili Lodge und schauen über den Nil. Guckt euch das an. Da hinten ist der Nil. Die Frau wollte eigentlich Game Drive machen und jetzt sitzt sie hier mit Gin Tonic, ich mit Bier. Und ob das noch was wird? Ich sehe dann einfach alles doppelt. Ich sehe dann nicht nur einen Elefant, sondern gleich 2 Elefanten. Das ist doch viel praktischer. Game Drive Zeit. Es geht wieder los. Wir haben Empfehlungen bekommen hier, wo wir jetzt hinfahren sollen. Und es ist sauheiß. Ich habe eine CC-Fliege hier im Auto. Ich bin total verschwitzt. Und die Badezimmertür ist noch offen. Aber jetzt muss ich erst noch das Fenster putzen. Na, mal gucken, ob sie das auch ordentlich macht. Was blöd ist, wenn die Sonne drauf scheint und das Fenster schon warm ist. Aber ein bisschen besser als gar nichts. Das heißt, es trocknet schneller, als sie putzen kann. Da musst du halt schneller putzen. Das Fenster war vorher schon im Warmen. Das ist von sauber weit entfernt, Yvonne. Hier die Dame, das ist nix. Da drüben ist ein einziger Dreckpickel. Man muss sie manchmal so ein bisschen antreiben, zu Höchstleistungen. Ich glaube, manchmal muss er ein bisschen Popoklatsch kriegen. Ich bin mutig. Meine Damen und Herren, wir überfahren den Nil. Das ist schon ein bisschen geil. Erinnert mich, als wir 2002 den Niger überfahren haben. Im Niger. Es ist der Victoria-Nil. Es ist einer der Nilzuflüsse. Und morgen haben wir eine Bootsfahrt, die uns da hochführt zu den Merchants Falls. Das wird auch total spannend. Da freue ich mich jetzt drauf. Ich freue mich jetzt darauf. Wir sind jetzt 2 Tage hier im Park. Ich liebe Game Drive. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Ich finde das total geil.
Und es wird jetzt wieder spannend. Jetzt kann man wieder Tiere sehen. Hoffentlich sehen wir ein paar Katzen. Wir müssen sie uns wieder visualisieren. Katzen, 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 Katzen. Katze ist für mich mittlerweile relativ einfach. Wenn ich welche sehen will, weiß ich genau, wo ich hinfahren muss. Aber wir wollen auch den Schuhbill sehen. Gar nicht so scharf. Schuhschnabel. Alles andere sehen. Ich will mal wieder Zebras sehen. Elefanten. So ein Leo würde ich auch nehmen. Das wäre ja auch eine Katze. Ich habe ja nur gesagt Katzen. Aber wir möchten vor allen Dingen, wir sind ja hier, die Region ist sehr bekannt dafür, dass es hier Schuhschnabel gibt. Die sind ja sehr selten mittlerweile. Und wir hoffen auch welche zu sehen. Also auf geht's zum Game Drive. Die spielen hier gerade mit uns. Ich sehe nicht, was? Ich sehe nicht das, was du nicht siehst. Ich sehe was du nicht siehst. Ich habe sie eben nur... Oh, danke schön. Ich habe sie eben nur anhand ihres Geruchs wahrgenommen, als wir vorbeigefahren sind. Die stinken nämlich wie ein Kuhstall. Alles voller Wasserbüffel. Wir haben jetzt schon einiges gesehen, allerdings immer versteckt im hohen Gras. Und das Schöne ist ja jetzt hier auch noch, hier gibt es wieder CC-Fliegen. CC-Fliegen sind echt die Pest. Das ist wie Bremsen und die sind ganz gemein und beißen und es tut weh. Wir haben gar nicht mehr so viel Angst davor, dass sie uns die Krankheit, Schlafkrankheit übertragen, sondern dass sie uns überhaupt nur beißen. Haben wir keine Lust, deswegen fahren wir mit geschlossenen Fenstern und Klimaanlage. Sehr romantisch in einem Nationalpark. Aber hier geht's also, hier sind nicht so viele. Scheinbar in der anderen Region, wenn man rüber nach Osten fährt, hier in den Park, müssen es wohl richtig viele sein. Das sind dann halt meistens so viele, dann klebt der ganze Spiegel ist dann zugesetzt mit den Sackviechern. Aber so schlimm hatten wir es zum Glück noch nicht gehabt. Ach. Ihr seid ja entspannt. Ja, bleibt ganz ruhig liegen. Darf ich vorstellen? Ich schätze mal, das ist eine Zesebe. Es ist keine Kuhantilope. Viel kürzere Hörner. Der ist doch auch schön, oder? Das sind Rotschildgiraffen, die hier in dieser Gegend leben. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten und die haben einfach ein anderes Muster im Fell. Das ist jetzt so mit eines unserer Lieblingstiere. Die sind so elegant. Da haben wir sie gerade noch erwischt, wie sie sich aufgestellt hat. Die hat sich nämlich sogar hingelegt. So entspannt ist die hier. Die hier beheimateten Rothschild-Giraffen waren ja mal komplett hier ausgerottet und sind wieder eingebürgert worden. Die letzten haben in Kenia mal überlebt und wurden dort wieder, also wurden groß geschützt und sind jetzt hier unter anderem mit unserem, darf ich sagen, Freund. Wir haben ja Oren kennengelernt, der mit Nicholas unterwegs war, einem für die Uganda Wildlife Association tätigen Wildhüter. Und der hat unter anderem Giraffen umgesiedelt. Von Gebieten, wo sie viel vorhanden sind, zu Gebieten, wo sie ausgerottet waren. Und hier sehen wir jetzt ganz, ganz viele. Die Rothschild-Giraffen sind hier einzigartig in Ostafrika. Die waren ursprünglich ja hier angesiedelt. René versucht, sich hier gegen die CC-Fliegen zu wehren. Und die sind viel kleiner als die Maasai-Giraffen, die üblich in Afrika sind. Und haben vor allen Dingen keine gefleckten Beine. Die haben wir nur noch nicht gesehen. Dazu waren sie zu weit weg bisher. Während der Regenzeiten ist es immer sehr schwer, Tiersichtungen zu machen. Außer es sind große Giraffen oder Elefanten, irgendwas Großes. Weil, wie ihr seht, hier ist überall hohes Gras. Das sind ja auch immer wunderschöne Tiere, Wasserböcke. Die sehen so sanft aus im Gesicht. Nebendran noch Ibisse, nur leider hier wird es Gras weniger. Hier wird es Gras weniger. Hier kann man ein bisschen mehr sehen. Hier. Ich zeig's euch mal. Achtung. Welcome, Wasserbuck.
Besondere hier am Murchison Falls National Park ist ja, dass man zwischen dem Lake Edward, nein, ich sage schon wieder den falschen Wort, den Lake Albert und einem Nilzufluss, nämlich hier links von uns dem Victoria-Nilzufluss, sich befindet. Wir sind jetzt vor allen Dingen in Flussregionen und hier ist es matschig. Und wenn wir uns jetzt nämlich auch noch den Sonnenstand angucken, dann ist es wahrscheinlich schon eher so, dass wir in einer halben Stunde hier aus dem Park raus sein müssen. 20 Minuten. In 20 Minuten und nicht erst in 1,5 Stunden. Ja, wir haben eine Stunde Fahrt vor uns. Drunter geht es nicht. Voller Hektik geht's jetzt wieder zurück und wir haben gar keine Zeit mehr richtig zu filmen, weil da drüben waren nämlich gerade Hippos. Hippos weit vom Wasser entfernt. Aber no chance, wir müssen Gas geben. Leider haben wir nicht gefragt, wie lange wir im Park verweilen dürfen. Netz zur Kontrolle via Handy gibt es nicht und so kalkulieren wir lieber etwas früher als viel zu spät, denn bei Regelverstößen versteht man hier keinen Spaß und wird ordentlich zur Kasse gebeten. Also müssen wir vorsichtig, aber doch energisch das Gaspedal betätigen. Entschuldigung, wir haben gar keine Zeit mehr für euch. Fahr. Jetzt bleibt er noch stehen. Wir sind zu spät und er bleibt noch stehen. Aber erstens ist dieser Anblick einfach unglaublich und zweitens kann er ja gar nicht weiterfahren. Eine riesige Giraffenherde verteilt sich beidseitig der Piste und wir wollen ja diese eleganten Tiere nicht unter- statt überfahren. Zum Glück treffen wir noch auf ein anderes Fahrzeug und können die Insassen nach der Öffnungszeit des Parks fragen. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Es ist 7 Uhr, dass wir hier raus müssen. Dann können wir uns in Ruhe hier diese schönen Freunde noch mal angucken. Ich glaube, die will gleich mal hier reingucken. Die ist ganz neugierig. Hallo. Hallo, du Schöne. Der Murchison National Park ist sowohl der größte wie auch älteste Nationalpark Ugandas und umfasst eine Fläche von knapp 4000 Quadratkilometern. Der Nil teilt ihn in 2 sehr unterschiedliche Abschnitte. Während der südliche größer, tierärmer, aber auch feuchter ist, so beherbergt der nördlichere Teil eine Vielzahl an Arten, was für einen Game Drive interessanter ist. Unser Tag neigt sich dem Ende zu. Wir haben es nochmal, oder wir schaffen es gerade pünktlich aus dem Gate heraus. Es ist jetzt 5 Minuten vor 7. Hier nochmal ein kleiner Blick auf den Victoria-Nil. Leider haben wir jetzt keine Kätzchen gesehen. Marisha und Butch scheinen heute Löwen gesehen zu haben. Wir sind Wir ja haben getrennt so gefahren. geile Wasserbüffel gesehen, Aber- so tolle Giraffen. Die lässt mich immer nicht ausreden, das was er von sich behauptet. Aber ja, wir hatten wunderschöne Erlebnisse mit den Wasserbüffeln, mit den riesen Giraffenherden, mit den riesen Antilopenherden. Das war sehr, sehr schön. Also ich bin sehr zufrieden. Morgen werden wir ja hier eine Bootstour machen, aber erstmal heißt es wieder früh aufstehen, Game Drive Time. Schönen guten Morgen, 6 Uhr Game Drive Zeit. Der Platz erwacht. Mein Mann muss es auch. Wo ist er?
Da ist er. Schönen guten Morgen, mein Herz. Ist 6 Uhr oder ist 5 Uhr? Es ist 6 Uhr. Attacke! Um Gottes Willen. Was geht los? Ich will schlafen. Gute Nacht. Während da draußen der Tag anbricht, ist René jetzt noch mit letzten Vorbereitungen zugange und lässt noch mal ein bisschen Luft raus. Es ist doch relativ hoppelig auf den Pisten hier im Park. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, als ich nämlich diese Aufnahmen machen wollte, dass unsere GoPro ganz schön voll ist und habe sie noch mal schnell entleert. In dem Zug mache ich einfach die Kamera auch. Dann sind wir kamera- und filmtechnisch einfach gewappnet. Dann genießt mal den Tag, hoffentlich so wie wir. Es regnet zwar gerade leicht, Regenzeit, ist aber nicht schlimm, weil das hört bestimmt bald auf. Morgenstimmung über dem Nil. Die Wolken hängen tief. Ich hoffe ja, dass sie sich noch verziehen. Und an alle Mörfelder Mitbewohner, wir haben es geschafft, vom Gundbach zum Nil. Got it! Schönen guten Morgen, liebe Büffel. Wir haben ja gestern gelernt, dass ihr keine Wasserbüffel seid, wie wir euch immer fälschlicherweise benannt haben. Aber das ist ja unser persönlicher Fehler, sondern es sind ja einfach nur Büffel. Wasserbüffel leben ja in Asien. Man lernt ja jeden Tag dazu. Deswegen müssen wir irgendwann nochmal nach Asien fahren, damit wir auch die Wasserbüffel sehen. Was wir auch ganz fest vorhaben, aber noch genießen wir diesen Kontinent. Schaut euch doch nur mal diese Farben an. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man bei einem Game Drive darauf achten, dass man immer die Rücke im Sonnen hat, weil dann hat man das schöne Licht. Wenn wir jetzt auf Tiere treffen, können wir sie mit dem Licht im Gesicht oder auf dem Körper fotografieren und filmen. Nur manchmal hat man nicht die Möglichkeit, aber deswegen haben wir uns heute Morgen entschieden, eben diesen Pfad oder hier diesen Track zu nehmen, weil der führt nach Westen. Und wir haben im Rücken die Sonne. Okay, wir haben eine Löwin entdeckt. Und jetzt klettert sie vom Baum. Ist das geil? Dir war es dann doch zu unbequem da oben in den dünnen Ästen. Hat mich die ganze Zeit schon ein bisschen gewundert, weil bequem sieht das nicht aus. Sie guckt auch sehr aufmerksam die ganze Zeit in der Gegend rum. Hat festgestellt, da ist es dann doch viel bequemer. Und, habt ihr sie vorher gesehen? Keine Sorge, jetzt kommt das Ganze ausführlich und in groß, denn natürlich haben wir sie auch mit der Spiegelreflex eingefangen. Zunächst schwierig war wohl schon die Entscheidung rechter Ast, linker Ast, doch dann ging es hoch hinaus. Eher ungewöhnlich ist ihr Einzelauftritt vor uns. Eigentlich leben Löwen in Rudeln, die aus mehreren miteinander verwandten Weibchen und ihren Nachkommen bestehen und die wiederum von einigen Männchen bewacht und gegen rudelfremde Männchen verteidigt werden. Männliche Löwen kann man häufiger alleine antreffen, wohingegen dies bei Löwinnen nur kurz nach einem Wurf der Fall ist. Denn die ersten 6 bis 8 Wochen verbringt eine Löwenmutter die Zeit abseits des Rudels in einem Geschütz versteckt. Aber diese Löwin hier sieht eher selbst noch sehr jung aus, spricht der Löwenprofi vor dem Mikrofon. Geschafft. Jetzt wird's eindeutig bequemer.
schmeißt mich hier ganz schön rum. Was ein Licht. Das ist ein Traum. Die Giraffen wieder, ganz versteckt hinter den Bäumen. Ob man das wohl merken kann, dass sie wirklich zu unseren Lieblingstieren gehören? Wir machen uns langsam wieder auf dem Weg gen Osten, dem Parkausgang entgegen, haben wir doch noch einen weiteren Termin an diesem Tag und haben nochmal wahnsinniges Glück. Na, was ist denn hier los? Schätzchen, was ist mit dir los? Warum stehst du nicht auf? Hallo? Ah, na, da bin ich ja froh. Das ist ein Steinböckchen. Tag 2 Murchison National Park. Part 2 kann man nur sagen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Bootstrip. Allerdings müssen wir uns jetzt beeilen. Eigentlich sollten wir erst in einer halben Stunde da sein. Jetzt wurden wir aufgefordert, die warten schon auf uns. Naja, wenn wir zu spät sind, kann ich wenigstens dem Boot hinterher gucken. Dann haben wir es aber auch noch nicht bezahlt. Das ist ja auch gut. So, dann gehen wir jetzt mal los. Zacka, zacka. Butch ist schon vorgerannt, weil der macht sowas nervös. Marisha ist noch hinter uns. Die macht das nicht nervös. Die macht das nicht nervös. Und wir sind so mittelnervös. Und wir sind so in der Mitte, genau. Da ist unser Boot. Sehr schön. Wir kriegen jetzt bestimmt keinen Platz mehr oben. Aber das ist ja egal. Hello, hello. Herzlich willkommen zur Nilkreuzfahrt. Was wir alles erleben, sogar eine Nilkreuzfahrt. Ne? Ging's ja mal ohne Schwimmweste. Das ist wohl wahr. Ah, without a life jacket. Without life jacket. Oh, great. Denn auf dem gleichzeitig ablegenden Nachbarboot mussten die Gäste alle eine Rettungsweste tragen. Die Fahrt den Victoria-Nil hinauf markiert jedoch einen sehr, sehr emotionalen Wendepunkt unserer Reise, auf den wir später noch eingehen werden. Marisha hat gerade gesagt, es ist just ein Hippo. Are you calling me? Yes, because she said just a hippo. It's just a hippo. Uns ist leider was hinten in die Motorenschraube gekommen. Das muss jetzt erstmal hier wieder repariert werden. Hier setzt sich immer Schilf und dergleichen in die Schiffsschraube und setzt das Ding zu. Dann hört man immer, wie die Motoren drehen. Dann geht hier eine Warnlampe, eine Warnsirene los. Und dann muss es immer wieder sauber gemacht werden. 17 Kilometer fahren wir jetzt hier den Victoria-Nil entlang. Und wenn wir jetzt hier quasi den Strom, wir fahren ja den Strom aufwärts gerade.
Denn der Abschnitt, den wir befahren, wird vom Viktoriasee gespeist, der ja bekanntermaßen der größte See Afrikas ist, auf den wir aber erst in ein paar Wochen eingehen werden, wenn wir hoffentlich bei ihm angekommen sind. Aber daher die Namensgebung dieses Abschnitts des Weißen Nils. Hier sehen wir, wie schon am Ufer des Sambesis zuvor, eine Kolonie Grünstirnspinde, deren bevorzugte Nahrung Honigbienen sind. Daher auch der englische Name Bee Eater. In diesem Falle eben der Red-Throated Bee Eater. So, wir nähern uns dem Ende der ersten 17 Kilometer. Da hinten sieht man schon die Gicht wahrscheinlich des Falles. Wir sind sehr gespannt. Oder es brennt einfach. Keine Ahnung. Wir haben es erreicht. Wir sind an den Murchison Falls. Ein Riesenmeilenstein. Ab jetzt geht es nur noch südlich. Nach 3 Jahren vom Gundbach an den Nil gekommen. Also, und darauf das Bier. Das vergisst er total. Prost. Die Aufregung ergreift uns alle. Da sind sie. Die Hauptfälle befinden sich in einer nur 7 Meter breiten Schlucht und lassen die Wassermassen in lautem Getöse über 42 Meter in die Tiefe stürzen. Diesen gewaltigen Fall, besonders mit dem entsprechenden Druck, überleben die meisten Fische nicht, sodass die dort ansässigen Krokodile ein sehr entspanntes Leben haben. So, jetzt aber in Wirklichkeit. Hinter der Insel, die ist natürlich gerade den Fall verdeckt, ist der Murchison Falls. Wird für uns eine der nördlichsten ostafrikanischen Punkte sein, die wir ansteuern. Viel weiter nach Norden kommen wir nicht. Und ja, deswegen eigentlich ein spannender Moment auch für uns, ein großer Meilenstein unserer Reise. Cheers. Cheers. Ja, das haben wir uns verdient. We made it. Ja. Und hier gibt es schon wieder CC-Fliegen. Ja, hier gibt es auch CC-Fliegen. Prost. Nil. Nil. Vom Gundbach zum Nil nach, ich glaube, knapp 50.000 Kilometern, 3 Jahren. Da kriegst schon wieder Pipi in die Augen. Tatsächlich ich beim Schneiden des Films sofort auch wieder, denn dies ist ein Wendepunkt in unserer Reise, wortwörtlich genommen. Für uns alle 4 wird es nicht mehr viel weiter nördlich gehen, was ja einhergeht mit einer Umkehr. Ab jetzt fahren wir zurück, was auch immer das bedeuten mag. Welch eine Reise liegt hinter uns, was wird noch folgen? Und so versuchen wir inmitten der fröhlichen Touristen das Ausmaß dessen, was wir schon erlebt haben, zu erfassen. Wie privilegiert wir doch sind, eine solche Reise überhaupt angetreten, die Gesundheit und finanziellen Mittel dazu aufgebracht zu haben und auch den Mut. Wir danken euch für eure Begleitung, Motivation und Kommunikation. Schaltet jetzt nicht gleich ab, es geht noch etwas weiter, aber trotzdem sagen wir für heute Danke, dass ihr so treu mit uns reist. Empfehlt uns gerne weiter und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Bis bald. So, unser Boottrip kommt zu einem Ende. Wie ihr eben so schön gesagt habt, jeder Trip kommt irgendwann zu einem Ende. Unser aber noch nicht. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben nur mal einen Zwischenpunkt erreicht. Das war jetzt auf jeden Fall ein Schritt, ein großer Schritt, den wir heute gemacht haben. Der war gar nicht so ursprünglich geplant, aber irgendwie hat er mich persönlich zumindest emotional sehr mitgenommen. Murchison Falls in Uganda, einer der nördlichsten Punkte auf unserer Reise. Jetzt geht es wirklich eigentlich nur noch Richtung Süden und dann wieder Westen, bevor es nach Norden geht. Ja. Mehr habe ich auch gerade gar nicht zu sagen. Woke up lonely, and for you, there is nothing in this world